Mein Name ist Sarah Timmern, ich bin die jüngste SPD-Bürgerschaftsabgeordnete. Ich bin wirklich total gerne Abgeordnete. Ja, ich arbeite viel, aber vieles davon macht auch wirklich Freude. Die hamburgische Bürgerschaft ist ein Teilzeitparlament. Das bedeutet, dass wir Abgeordnete unseren normalen Jobs tagsüber nachgehen. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist eröffnet und heute startet die Grüne Fraktion mit der Anmeldung: Hamburg stellt sich gegen den Trend, stabile Mehrheit für Demokratie und Freiheit in unsicheren Zeiten. Hallo, herzlich willkommen im Rathaus. Mein Name ist Carola Veit, ich bin die Präsidentin der Bürgerschaft. Heute ist Plenarsitzung und ich nehme Sie jetzt einfach mal mit. Alle 2 Wochen mittwochs treffen sich die Abgeordneten der hamburgischen Bürgerschaft unseres Landesparlaments hier im Rathaus zur Sitzung. Gleich geht's los. Vorher tagt noch das Präsidium der Bürgerschaft, um die Sitzung vorzubereiten. Und dahin gehen wir jetzt. Wir begrüßen Herrn Behrens. Die Präsidentin ist die ranghöchste Vertreterin Hamburgs, Chefin der Bürgerschaft und der Parlamentsverwaltung. Sie ist für 5 Jahre vom Parlament gewählt und eine ihrer vielen Aufgaben ist es, die Rechte der Abgeordneten zu schützen. Sie leitet die Parlamentssitzungen, den Ältestenrat und die Präsidiumssitzung. Im Präsidium wird der Ablauf der Plenarsitzung vorher besprochen. Die Tagesordnung gibt es schon, die ist ziemlich lang. Da stehen alle Themen drauf, die heute besprochen werden. Und wir wissen auch schon, wer von den Fraktionen zum Beispiel sprechen möchte zu den Themen. Gemeinsam wird zum Beispiel überlegt, bei welchen Debattenthemen es eine längere Diskussion geben könnte, ob es offene Rechtsfragen gibt und wer von den 4 VizepräsidentInnen wann die Sitzungsleitung übernimmt. So, jetzt geht's gleich los, aber natürlich nicht ohne uns, das Präsidium. Die Präsidentin eröffnet immer die Parlamentssitzung, die auch Plenarsitzung heißt. Die 2 Schriftführerinnen sitzen neben dem Präsidium. Als Präsidentin der hamburgischen Bürgerschaft ist es natürlich meine Aufgabe, die Sitzungen zu leiten. Unsere Aufgabe ist, für einen fairen Ablauf der Sitzung zu sorgen. Es gibt festgelegte Redezeiten und natürlich bestimmte Regeln, nach denen wir uns richten. Zum Beispiel sind wir nicht beleidigend, wir fallen einander nicht ins Wort, wir hören uns zu. Natürlich gibt es auch mal Zwischenrufe, aber es geht eben immer darum, sachlich und fair zu bleiben und eine gute Debatte zu führen. Wir als Präsidium haben auch die Aufgabe, Streit zu schlichten, dafür zu sorgen, dass die Abgeordneten fair miteinander umgehen und auch dafür zu sorgen, dass der Senat fair mit den Abgeordneten umgeht, zum Beispiel ihre Fragen beantwortet. Im Plenarsaal gibt es eine feste Sitzordnung. Der Senat, also Hamburgs erster Bürgermeister mit seinen SenatorInnen, sitzt am Rand des Plenums. Denn im Parlament stehen die Abgeordneten und nicht die Regierung im Mittelpunkt. Das Wort ergreifen dürfen die Senatsmitglieder aber jederzeit. Hinter dem Rednerpult in der Mitte des Plenarsaals sitzt das Präsidium. Von hier aus leitet die Präsidentin oder eine der VizepräsidentInnen die Sitzung. Aktuell gibt es 5 Fraktionen und fraktionslose Abgeordnete. SPD und Grüne stellen in dieser Wahlperiode die Regierung, CDU, Linke und AfD bilden die Opposition. Sie kontrollieren die Regierung. An der Spitze der Fraktionen stehen jeweils die Fraktionsvorsitzenden. Eine Fraktion ist der Zusammenschluss von Abgeordneten, die einer Partei angehören, also sei es jetzt SPD, CDU oder Grüne, die alle gemeinsam bilden eine Fraktion in der Bürgerschaft. Die haben sich deswegen zusammengeschlossen, weil sie gemeinsam politische Ziele verfolgen und auch Ideen und auch vielleicht Beschwerden der Bürger in die Bürgerschaft einbringen wollen. Alleine machen sie dich ein. Deswegen ist es immer gut, wenn man sich zusammenschließt. Und wenn ich als einzelne Abgeordnete in der Bürgerschaft bin, kann ich keinen Antrag stellen. Ich habe viel weniger Rechte. Und als Fraktion können wir einfach mehr bewirken. Die Fachsprechenden sind die Expertinnen jeder Fraktion. Wir haben alle ganz unterschiedliche Berufe und Hintergründe. Deshalb sind viele für einzelne Bereiche Expertinnen und können ihr Fachwissen einbringen.
Es ist deutlich einfacher, wenn es eine Fraktion mit verschiedenen Frauen und Männern aus der Bürgerschaft gibt, als wenn wir Einzelpersonen haben, die jeder einzelne Anträge einbringen. Und deshalb ist man als Fraktion schlagkräftiger und deshalb gibt es Fraktionen, wo sich dann die einzelnen Abgeordneten drin bilden. In der Regel beginnt die Bürgerschaftssitzung mit der Aktuellen Stunde. Hier werden wichtige, tagesaktuelle politische Themen diskutiert, die unsere Stadt und die Menschen bewegen. Danach stehen unterschiedliche Debatten zu Anträgen und Berichten auf der Tagesordnung. Jede Fraktion kann eine klar festgelegte Anzahl von Themen für die Bürgerschaftssitzung anmelden. Nach der jeweiligen Debatte wird abgestimmt über das Thema und wie es damit weitergeht. Die Abgeordneten diskutieren offen, kritisch und schlagen ihre Lösungen vor. Sichtbar für Presse und Öffentlichkeit. Bei den Bürgerschaftssitzungen stimmen wir nicht nur parlamentarische Initiativen ab, also konkret Gesetze, sondern auch verschiedene Wahlvorschläge, zum Beispiel, wer in das Hamburgische Verfassungsgericht gewählt werden soll. In Hamburg haben wir das große Glück, dass wir an der Regierung sind als SPD und dadurch natürlich nicht nur andere inhaltliche Arbeit machen können, sondern auch die Senatorinnen und Senatoren stellen können, zumindest in dem Umfang, in dem wir gewählt worden sind. Unser Koalitionspartner, die Grünen, machen das natürlich ebenso. Das bedeutet für uns konkret, dass wir ganz eng zusammenarbeiten mit dem Senat und so parlamentarische Initiativen und Vorhaben gemeinsam auf den Weg bringen. Heißt natürlich trotzdem nicht, dass wir dem Senat zuarbeiten oder Ähnliches. Wir sind die gesetzgebende Gewalt in Hamburg und füllen das auch aus. In der Fraktionssitzung besprechen wir auf der einen Seite die Bürgerschaftssitzung und auf der anderen Seite sprechen wir auch über aktuelle Themen. Aber nicht nur das, wir diskutieren auch mit unseren Senatorinnen und unseren Senatoren und auch mit dem ersten Bürgermeister über aktuelle politische Themen, die uns in der Bürgerschaft betreffen und zum anderen auch über parlamentarische Initiativen, die wir in Zukunft einbringen wollen. Die Fraktionen im Parlament bewegen viele verschiedene Themen. Deshalb gibt es in jeder Fraktion ExpertInnen, die sich mit einem Thema ganz besonders gut auskennen. Das sind die Fachsprecherinnen der Fraktionen, zum Beispiel für Jugend, Klima, Hafen, Europa oder Gleichstellung. Die Hamburgische Bürgerschaft ist ein Teilzeitparlament. Die Gremien und das Plenum tagen deshalb nachmittags und abends. So müssen die Abgeordneten ihre Berufe nicht unbedingt ruhen lassen und bringen ihre Erfahrungen aus dem Joballtag mit ins Parlament. So wie Parissa Patochua, die für die Grünen im Parlament sitzt und Bereichsleitung beim städtischen Unternehmen Fördern und Wohnen ist. Der Vorteil davon ist natürlich, dass wir alle aus dem Beruf heraus mit unseren Kompetenzen und Erkenntnissen dahin kommen. Das heißt, wir haben Erfahrungen in den Bereichen, die wir auch als PolitikerInnen vertreten. Es ist natürlich eine Herausforderung, weil wir mehrere Sachen gleichzeitig organisieren müssen und auch alle Termine einhalten müssen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich die Politik auch genauso gut machen. Jetzt muss ich mich auch ganz schön beeilen. Der Haushaltsausschuss fängt gleich an. Ich bin ein bisschen zu spät, ehrlich gesagt sehr zu spät. Es ist gar nicht so einfach, Beruf und Politik unter einen Hut zu bekommen und alle Termine pünktlich wahrzunehmen. Ein großer Teil der parlamentarischen Arbeit spielt sich in den über 20 Fachausschüssen ab. Hier beraten und diskutieren die Bürgerschaftsabgeordneten Anträge, Gesetzesentwürfe und aktuelle Themen, befragen den Senat oder laden dazu ExpertInnen ein. Alle Fraktionen sind in den Ausschüssen vertreten. Die Sitzungen sind in der Regel öffentlich. Interessierte können kommen und zuhören. Die Tagesordnungen werden immer eine Woche vorher, zum Beispiel auf der Bürgerschaftswebsite, veröffentlicht. Wir machen das nicht im großen Plenarsaal, weil wir dort alle 2 Wochen nur zusammenkommen und da sind wir eben auch nur für einige Stunden zusammen. Die Arbeit, die zu erledigen wäre, könnten wir in der Zeit nicht machen. Wir müssten dann bis mitten in der Nacht wahrscheinlich zusammensitzen und so auch täglich zusammenkommen, um alles zu schaffen. Das heißt, dort werden eben die konkreten Entscheidungen getroffen, während wir in den Haushaltsausschüssen tatsächlich die Arbeit machen können, indem wir ins Gespräch gehen, miteinander diskutieren und auch einfach noch mal länger an einem Thema arbeiten, als es in einer Plenarsitzung möglich wäre. Neben den Fachausschüssen kann das Parlament auch noch zum Beispiel einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss oder eine Enquete-Kommission ins Leben rufen.
Zudem kümmert sich der Eingabenausschuss um Bitten und Beschwerden von BürgerInnen oder geht ihrer Kritik an Behörden und Ämtern nach. Gespräche mit BürgerInnen, das ist auch ein wichtiger Aspekt der Arbeit aller Abgeordneten, egal aus welcher Fraktion. Ich bin wirklich total gerne Abgeordnete. Ja, ich arbeite viel, aber vieles davon macht auch wirklich Freude. Das ist nicht wirkungslos, sondern man kann durchaus Dinge beeinflussen, auch wenn man selber halt jetzt nicht an der Regierung ist. Ich mache die Bürgersprechstunden zum Teil hier in meinem Büro in Altona und dann aber auch suche ich mir Orte direkt im Wahlkreis, wo man per Plakat und Ankündigung die Menschen einlädt. Zum Beispiel auch kommen Bürger rein und sagen, ja, aber Sie könnten es doch auch so und so machen. Und solche Vorschläge kann man auch dann direkt aufgreifen und entweder auf dem direkten Wege weitergeben oder eben, auch wenn es etwas Größeres, einen Antrag formulieren und den dann in die Bürgerschaft einbringen. Also es ist nicht so, dass man als Opposition völlig wirkungslos ist. Neben den Anträgen gibt es auch noch kleine und große Anfragen. Hier können die Abgeordneten dem Senat Fragen stellen, die er in einer festgelegten Zeit ausführlich schriftlich beantworten muss. Unsere Hauptaufgabe besteht sicherlich darin, die Arbeit der Regierung kritisch zu begleiten und auf Fehler und Irrwege hinzuweisen. Natürlich ist es wichtig, die Abläufe im Parlament zu verstehen. Noch viel wichtiger sind aber die Themen, die hier beraten werden. Demokratie lebt vom Mitmachen. Natürlich bei den Wahlen, aber auch dazwischen. Also melden Sie sich gerne bei Ihren Abgeordneten oder hier direkt bei uns im Rathaus.